Gut. Ja, liebe Frau Denecke, lieber Herr Bevers, ich freue mich sehr, dass wir heute im neuen Jahr gleich als erstes Interview einmal Sie interviewen und als Premiere, Frau Denecke, sozusagen auch das erste Interview in der neuen Rolle bekommen haben. Insofern erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr und ja, guten Tag und quasi gleich mal zu Ihnen beiden kurz nochmal das Mikrofon zurückgespielt. Ja, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Interview zum Jahresbeginn. Also es freut mich sehr, Sie kennenzulernen und auch heute hier zu sein, stellvertretend für Pipedrive als Global Head of Markets. Das ist meine aktuelle Position, in die ich auch zum Jahresbeginn gewechselt bin. Vorher war ich Country Manager für die Dachregion, also für Deutschland, Österreich und Schweiz, und da ja, habe ich ursprünglich reingeschnuppert, aber jetzt geht die Reise schon weiter, für die Märkte verantwortlich zu sein. Also hoffe ich, dass ich hier heute ein paar interessante Insights und ja, mitteilen kann. Ja, also Neugier ist auf jeden Fall da, Herr Bevers, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch kurz wissen, welche Rolle Sie spielen, vielleicht kurz auch von Ihrer Seite. Ja. Dann auch nochmal von mir Hallo in die Runde, Sven Bevers. Ich betreue oder helfe, unterstütze Pipedrive PR-seitig und bin bei unserem Gespräch eher im Hintergrund, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Chance, auch noch was beizutragen. Genau. Ja, sehr schön. Anlass war ja im Prinzip letztes Jahr eine Pressemitteilung, die rausgegangen ist an uns und wir gesehen haben, dass sich da einiges nochmal an organisatorischen Änderungen ergeben hat. Wir haben schon vor über fast 15 Monaten ein letztes großes Gespräch gehabt und deswegen hat uns das aufhorchen lassen, okay, da gibt es einen neuen CPO und einen neuen CTO und deswegen wollte ich einfach mal kurz hören, was ist sozusagen der Grund? Ist es einerseits eine Wiederbesetzung durch Wechsel? Ich glaube, das ist der eine Teil, oder wahrscheinlich auch die neuen Leute sicherlich mit einem bewussten Ziel eingestellt, dass man entsprechend sagt, in die Richtung wollen wir uns weiterentwickeln. Das war mal der Hauptanlass. Wie dürfen das unsere Hörerinnen und Hörer da wahrnehmen aus Sicht von Pipedrive? Ja, also ja gut. Also ich kann ja mal anfangen, so ein bisschen historisch bedingt, wo wir da standen. Also wir hatten jetzt ja auch ursprünglich, so wie wir uns als Produkt aufgestellt haben, als Vertriebssoftware so innerhalb des CRMs positioniert, mit der ursprünglichen Vision auch wirklich die All-in-One-Solution für Vertriebsplattformen zu sein, um Umsatz zu steigern für unsere Kunden. Und die Software wurde auch ursprünglich, sagen wir, von Vertrieblern für Vertriebler entwickelt. Aber in letzter Zeit wurde diese Positionierung von Pipedrive weiterentwickelt und auch geschärft. Und heute positionieren wir uns als eine der führenden CRM- und Umsatzmanagement-Plattformen. Also nicht nur für Vertrieb, sondern auch noch viel breiter. Und wir haben auch gemerkt, dass das auch das Interesse unserer Kunden ist. Das bedeutet, wir gehen einen Schritt weg von der reinen Vertriebsplattform und bewegen uns hin zu dieser All-in-One-Plattform für Revenue-Teams, kleinere Unternehmen. Und jeder wertschöpfende Arbeitsschritt im Bereich Marketing, Vertrieb, der Kundenbetreuung soll in Zukunft auch über Pipedrive abgedeckt werden. Das heißt, da durch unsere starke Partnerschaft mit Vista und auch der neuen erfahrenen Führungsebene fühlen wir uns auch in der perfekten Position, den nächsten Schritt zu gehen und unsere Ziele noch schneller und auch effizient und gut zu erreichen. Genau. Daher kommt auch diese neue Besetzung und ja, kann dazu auch gerne noch ein paar Worte sagen. Ja, ich hätte tatsächlich noch mal eine kleine Nachfrage dazu, weil als wir eben vor 15, 16 Monaten gesprochen haben, war damals, ich habe jetzt den Nachnamen nicht, aber es war der Raj, der Ex-Soho-Chef, war ja dann CEO geworden und da war damals schon meine Frage oder Interpretation mit dem Holen von Raj, war ja auch der Weg Richtung, man öffnet sich vermutlich, also weil Soho ist ja eine All-in-One-Plattform und Pipedrive war eben, wie Sie sagen, noch erstmal sehr, sehr klar, sehr spitz fokussiert. Aber jetzt kommt quasi dann doch, sagen wir mal, eine sanfte Öffnung, würde ich das mal sagen. Ist das richtig so interpretiert? Genau. Also wir haben auch die Produktroadmap ausdetailliert und in der Zukunft werden wir wirklich
viele weitere Use Cases und Features integrieren, um wirklich dem Kunden das bestmögliche Tool in die Hand zu geben und verschiedene Features abzudecken. Ich glaube, also die Kundenrückmeldungen, die wir auch bisher erhalten, zeigen auch auf, dass es halt eine wahnsinnig große Komplexität ist, verschiedene Tools für verschiedene Features zu haben und auch diese ganze Integration ist sehr aufwendig und daher versuchen wir schon jetzt den Schritt auf die Kunden zuzugehen und es dem Kunden noch einfacher zu machen und ja, uns da besser als All-in-One-Plattform aufzustellen. Und mit dieser klaren Vision gehen wir auch in die nächsten Jahre und haben uns da auch neu aufgestellt. Also darf man dann mit Sean und mit Agur, oder wie spricht man ihn, darf man davon ausgehen, dass die beiden sozusagen das von oben heraus pushen und aus der Mitte heraus wird es sozusagen umgesetzt in Pipedrive dann? Genau, also ich kann ja auch noch ein paar Worte irgendwie auch dazu sagen, zu den beiden, also und auch Historie wieder vom Pipedrive. Also in der Vergangenheit wurde unser Wachstum ja im Wesentlichen durch unser Produkt und die Technologie getrieben, dass die beiden jetzt auch übernehmen werden. Also ein klassisches Beispiel von einem Product-led Growth Unternehmen. Also wir sind extrem gewachsen durch unser starkes Produkt und Technologie. Und dieses Wachstum haben wir auch unseren Führungskräften und Teams der vergangenen Jahre durchaus zu verantworten. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich bin neu dazu gekommen, um zu sehen, wie das sich wirklich weiterentwickelt hat und auch getragen hat. Aber in der Zukunft möchten wir einen stärkeren Fokus auf die Produktentwicklung legen, um unsere Vision auch weiterzuentwickeln, so diese intelligente CRM und Umsatzmanagement-Plattform zu werden und damit auch unser Produkt weiterzuentwickeln für weitere Use Cases und Funktionen, wie schon gesagt. Und es wird aber eine neue Komplexität mit sich bringen. Und mit zum Beispiel Sean an der Spitze der Produktentwicklung erhoffen wir uns, die Pläne so effizient realisieren zu können. Und auch mit dem Wechsel in der Führungsposition werden wir alles daran setzen, das bestmögliche Tool für unsere Kunden und die Wachstumspläne anzubieten. Als CPO wird er die, sagen wir, produktorientierten Abteilungen des Unternehmens leiten, unter anderem auch die Lokalisierung des Produkts auf die Ansprüche der einzelnen Länder und deren Kunden wird eine Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen. Und Sean, den habe ich auch letzte Woche kennengelernt in einem persönlichen Gespräch, ist halt auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit und hat einen sehr wertvollen Erfahrungsschatz darin. Und der kann, also der so eine Journey auch schon miterlebt hat, so ein Wachstum von wirklich, dass er unser Produkt und somit auch unseren Wachstum auf die nächste S-Kurve bringen wird. Und auch Agur, ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, aber durchaus schon viel von ihm gehört, wird als CTO die technischen Abteilungen des Unternehmens leiten und die Software weiterentwickeln, die Integration der Features. Es soll dann auch irgendwie weiterhin alles effizient und reibungslos vonstatten gehen, so wie es heute auch schon ist. Und da wird es auch Überschneidungen in der Zukunft geben, wir werden eng zusammenarbeiten. Also ja, aber so viel dazu und mit großer Vorfreude blicke ich auch auf die Zeit und auf die gemeinsame Reise.